Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Freitagmorgen, es ist 4 Uhr. Ich bin schon um 1 Uhr aufgestanden heute Nacht. Und ich fahre jetzt nach Montreal. Nee, wie fange ich an zu erzählen? Gestern bin ich hier nach Toronto gefahren. Und habe dann meine Molkereiprodukte angeliefert. So. Danach habe ich mich schlafen gelegt, habe eine 8-Stunden-Pause gemacht und bin heute Morgen um 1 Uhr nicht, um 1:30 Uhr, 1:30 bin ich aufgestanden. Nee, 1 Uhr bin ich aufgestanden, 1 Uhr. So, dann bin ich zum nächsten Kunden gefahren, habe den Trailer getauscht. Dann war es erstmal so ein Kampf, da reinzukommen. Also es ist so, die haben 10 Türen und keine von den Türen war es. Dann musste ich erst zu einer anderen Firma reingehen, damit die mich durch die Zwischentür reinlassen. Dann bin ich ins Büro von der Firma, wo ich das Paperwork, die Papiere holen musste. Und dann sage ich zu dem, ich bin ja 20 Minuten draußen rumgelaufen, um die Tür zu finden. Ich sage, was ist denn los hier? Ja, weiß ich auch nicht. Ja gut, alles klar. So, jetzt muss ich hier den dicken noch mal ein bisschen tanken. 400 Liter mache ich da jetzt drauf. Dann fahre ich nach Montreal. 600 Kilometer. Da soll meine Ladung heute Nachmittag fertig sein. Also es ist so, eigentlich will ich ja heute Nachmittag zu Hause sein. Ich habe im letzten Video gesagt, dass da muss alles klappen, ne? Ich habe auch gesagt, dass ich froh bin, wenn ich Samstag zu Hause bin. So, Samstag bin ich zu Hause. Und zwar, mein Dispatcher hat gestern geguckt, dass er einen Trailer kriegt von Toronto nach Hause. Haben wir aber nicht gekriegt, weil momentan Ladung nicht so viel ist. Gut. Wollen wir mal gucken, wie viel wir hier getankt haben. Ja, dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Und dann sagt er, ich habe einen Trailer in Toronto, der ist für Montreal. Und morgen Nachmittag habe ich einen Trailer in Montreal, der ist für nach Hause. Alles klar, machen wir. Mache ich. Ne? So. Was mache ich jetzt einfach? Ne? Also wahrscheinlich werde ich gleich, wenn ich in Montreal ankomme, eine 10-Stunden-Pause machen, wenn der Trailer noch nicht fertig ist. Und wir dann losfahren. Oder wenn der Trailer fertig ist, dann werde ich dann eine gewisse Zeit Richtung nach Hause fahren, weil ich ja eine 16-Stunden-Schicht haben darf höchstens. Und dann mal gucken, wie ich das mache. Aber, wie gesagt, nicht planen, machen. So, jetzt muss man mal hier gucken, dass wir hier mit einer Hand ist es immer ein bisschen blöd. Moment. So. Jetzt habe ich 200 Liter hier reingetankt. Und jetzt tanke ich noch 200 Liter auf die andere Seite. Ah, läuft schon weiter. Ja, also hier habe ich noch einen Tank, ne? Das kennt ihr ja schon, ne? So, okay, alles klar. Ich mache jetzt hier, ne, die Kiste fertig. Eigentlich wollte ich duschen gehen hier, aber es sieht so aus, als wenn der Platz ziemlich voll ist. Oder ist was frei? Wenn nichts frei ist, dann fahre ich in Montreal duschen. Da kriegen wir jetzt eine Dusche, ne, tanken. Da muss man ja eine Dusche kriegen, Alter. Ne, hier ist alles voll. Da vorne hat einer geparkt für 2. Egal. Okay, alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren, Facebook, Kanada Trucker Philipp. Und ich freue mich über Kommentare, über positive Kommentare, über gute Kommentare. Und ich würde sagen, bis später. Reached your destination. Ja, wir sind da fertig.
So. Das Display zeigt immer was anderes an, als ich normalerweise gewohnt bin, was normalerweise anzeigt. So. So, wo bin ich? Ich bin gerade hier eine Stunde gefahren und hier ist ein neuer Petropass. Und den habe ich schon seit ein paar Wochen gesehen und dann wollte ich den heute mal testen. Ich brauchte eine Dusche. Ja. Das habe ich gemacht. Die Dusche war schön. Ganz neu. Es funktioniert alles. War richtig schön. Aber jetzt ist der Kaffee gerade so heiß in der Hand. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? In die andere Hand nehmen, aber dann seht ihr das Mikrofon. Ey, ich kann nur Mikrofon sehen. Ey, tu mir das Mikrofon weg, ey. Ey, ich höre nur Wochenende. Ey. So. Ja, viele Truck-Parkplätze sind hier nicht, aber wenn ihr mal einen super sauberen Truckstop sucht, in der Nähe von Toronto, Petropass hier, super. Hab die Dusche ja umsonst bekommen, weil ich ja vorher getankt habe in Mississauga. So, habe ich heute einen Sprachfehler? Ja, ich bin ein bisschen müde. Aber ich bin ja auch schon lange wach. Wie spät ist es denn jetzt? Schon 6 Uhr. Ich habe schon wieder 5 Stunden wach. Aber ich denke, dass ich in Montreal, wenn ich da gleich ankomme, ich habe noch 550 Kilometer bis Montreal, dass ich dann eine Pause mache. Maxi! Hey! Na, du alte Frau? Maxi und Ernie hatten gestern Geburtstag. Die sind gestern 12 Jahre alt geworden. Also ich habe immer gesagt, sie sind 12, aber die sind erst 12 geworden. Ich habe die Damen älter gemacht. Ich frecher Typ. Und ja, ich denke, dass ich bis Montreal fahre und dann meine Ladung soll heute Nachmittag fertig sein. Ich denke, dass ich dann schlafen gehe und meinen 10-Stunden-Break mache und dann heute Abend losfahre. Aber wie gesagt, das werde ich euch alles noch erzählen und bis später. So, irgendwie wird das heute nichts hier mit dem Arbeiten. Wie ist was weggeplatzt? Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr. Da ist ein Reifen eben gerade weggeplatzt. Und hier, wer ist auf Deutsch? Schmutzhänger. Schmutzhänger ist hier. Ja, okay. Dann ist das halt so. Schon bei der Firma angerufen, einen Disponenten, und der kümmert sich darum und dann kommt irgendwann einer, der mir gleich den Reifen wechselt. Ist auf dem Highway passiert und ich bin dann, das ist gar nicht kapiert, ey. Ich bin so gefahren, guckst so in den linken Spiegel, ich so, warum fliegt dann eine Lauffläche weg? Und auf einmal fängt er dann zu fallen und ich denke so, ah ja, okay, weil ich hatte Musik an, ne, so. Ich lasse nicht mit und dann, hier ist der Highway und einen Kilometer weiter runter ist es passiert und dann habe ich gesagt, komm, wenn da jetzt erstmal gleich der Reifenwechsler kommt, ne, der Reifenwechselmann ist auch ein gutes Wort, dann hat der es ein bisschen leichter, wenn ich mich hier an so einem Hotel hinstelle. Ist das ein Hotel? Ja, ich würde sagen, es ist ein Hotel. Und dann hat er perfekt Arbeitsplatz. Und dann ist das gut. Das ist offenbar besser als auf dem Highway, ne? So. Ja. Ich will morgen früh zu Hause sein. Ich habe im letzten Video gesagt, ich bin glücklich, wenn ich Freitag über die Brücke fahre oder wenn ich Samstagmorgen drüber fahre. Ich werde da Samstag drüber fahren, aber nicht morgens. Ja, mal gucken, vielleicht dauert das auch nicht lange. Wir schauen mal, ne? Ich halte euch auf dem Laufenden. So. Ich habe gerade geschlafen. Es ist 10:30. Und dann habe ich eine SMS gekriegt, dass der Mechaniker um 11:30 kommt, also in einer Stunde. Und dann stehe ich so auf, gucke so in den Spiegel und dann stehe ich da. Und schon fast alles wieder zusammen. Also haben sie gerade jetzt alles auseinandergenommen, aber das wird ja jetzt schnell gehen. Super, ne?
ist super. Ich hoffe, ich bin gleich wieder unterwegs. Bis später. So, guten Morgen. Es ist 12:30. Mitternacht. Ne? Kurz nach Mitternacht. Ich habe mich hier gestern hingestellt. Ich bin in der Nähe von Montreal. Und mich hier hingestellt, weil da hinten war Stau ohne Ende und ich hatte, meine Schichtzeit lief aus. Und dann habe ich gedacht, komm, Junge, mach ein bisschen ins Licht, ne? Junge, jetzt machst du es halt so, dass du dich hier hinstellst und dann fährst du morgen oder heute Nacht los. Ich kann nicht sagen morgen früh, es ist ja natürlich nicht morgen. Es ist zwar nach Mitternacht, aber das ist hier. Naja, so, dann gucke ich gleich mal, wie das hier läuft, weil er hat sich leider vor mich gestellt. Neben mir stehen dann auch welche, die stehen auch relativ nah dran. Ich weiß nicht, warum man das so macht. Er hätte doch einfach 5 Meter vorfahren können, dann wäre es für mich einfacher. Naja, wir gucken einfach mal. Es ist ziemlich voll hier. Wahrscheinlich gestern mehr Leute die Idee gehabt, weil es war gestern wirklich, ich bin da gestern auf dem Highway. Da bin ich vielleicht in einer Viertelstunde 5 Meter weit gekommen. Nein, machen wir nicht. So, wie sieht das aus hier? Direkt neben dem Restaurant geparkt, schön. Ja, das wird knapp. Noch ein bisschen Platz zum Ausholen. Nicht viel. Wollen wir überraschen lassen, wa? So, später.
Hi zusammen, es ist Sonntagmorgen und ich musste mir Zigaretten kaufen. Und jetzt fahre ich zum Truck. Was mache ich da? Den ganz normalen Alltag. Und zwar Wäsche waschen, Lebensmittel kaufen, kurz anhalten, weil die Jacke stört. So, ich bin gestern so gegen, ich glaube gegen 4 war ich zu Hause, gegen 3, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so, 3, 4 Uhr. Ja, ich habe meinen Disponenten angerufen, ich fahre morgen wieder los. Und werde natürlich jetzt noch alles fertig machen und dann ist gut. So, ich habe eben so ein bisschen das Video geschnitten und ich habe gemerkt, dass da noch was fehlt, so ein bisschen. Ne? Also erstmal habe ich den Schluss nicht gedreht, den filme ich aber gleich. Ich habe ja noch Bonusmaterial und zwar habe ich doch noch ein paar Fragen, ne? Übrig. Von anderen Leuten habe ich noch ein paar Fragen übrig. Hahaha. Und zwar, Mike Meyer fragt: Mal kurz für anhalten, ne? Ein bisschen kompliziert hier. Das sind ganz viele Fragen. Was für Träume und Ziele ich habe, fragt er. Also die erste Frage. Der hat ganz viele Fragen gestellt. So, was für Träume und Ziele habe ich im Leben? Ich bin so eigentlich ganz glücklich, ne? So wie es ist. Natürlich hätte ich gerne eine feste Beziehung und ich hätte auch gerne Kinder, aber das hat jetzt halt noch nicht geklappt. Und was habe ich sonst für Träume und Ziele? Ich möchte ein Haus haben. Ich möchte abends nach Hause kommen. Ich möchte weiterhin so glücklich sein, wie ich bin. Ich möchte Ich bin momentan ziemlich satt von diesen Menschen, von denen ich jetzt in letzter Zeit so viel gesprochen hatte, von diesen undankbaren, unzufriedenen Menschen, die einfach ihre Scheiße an andere Menschen auskotzen müssen. Davon bin ich satt. Und da wünsche ich mir im Leben, dass für spätere Leben, dass diese Menschen mir nicht mehr so oft über den Weg laufen. Das würde ich sagen dazu. Also, ne, das ist ganz, also momentan finde ich das ganz schlimm. Entweder ich fühle das momentan sehr krass, weil, ne, Empath und dann Empathy und dann fühle ich das so. Das kann sein, dass ich es momentan so krass fühle oder momentan kommen diese ganzen Menschen auf mich zu. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da wünsche ich mir in meinem Leben, dass es weniger ist. Ne? Ich möchte auch gar nicht viel haben, weil ich habe alles. Und dann sagt man so, hä, wieso hast du alles? Ja, ich bin so dankbar über alles. So. Ich bin dankbar über Kleinigkeiten, ne? Also, habe ich schon mal angesprochen. Worüber bin ich dankbar? Ich bin dankbar, dass ich heute Morgen aufgestanden bin und gesund war. Oder bin. Darüber bin ich dankbar, das freut mich. Oder, was freut mich noch? Ich hatte ein schönes Frühstück. Meine Katzen sind gesund. Die haben auch ein tolles Frühstück gehabt. Das macht mich glücklich und das möchte ich halt im Leben. Aha, jetzt hält die Kamera runter. Da müssen wir es in der Hand halten, ne? So. So, das würde ich sagen, das halte ich für Ziele in meinem Leben. Wahrscheinlich kommentiert jetzt jemand wieder, auf Fragen wird ausweichend kommentiert. Hat letztens einer geschrieben, der Arrogante. Ah, der geht mir noch nicht aus dem Kopf, der Kleine. Aber ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Haha, ich kenne den.
Ah, neidische Menschen. Ist immer so schön. Ach, wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt hier einfach hin wegen der Kamera. Ich schneide mich ab und dann will ich mal weiter beantworten. Was gefällt dir in Kanada besonders gut und was geht dir auf den Sack? Oh, Entschuldigung, hallo. Was geht mir auf den Sack? Was gefällt mir gut? Gut gefällt mir die Lebensart, ne? Also hier arbeitest du zwar länger Stunden, aber dafür ist es nicht so stressig wie in Deutschland. Was mir hier gut gefällt, ist die Weiten, wenn man fährt, ne? So, okay, ich fahre immer das Gleiche, aber trotzdem sind immer noch die Weiten, die Größe von allem so. Dann dieses nicht so komplizierte, das finde ich zum Beispiel auch gut. Hier sind zwar auch Dinge kompliziert, aber anders kompliziert. Man kann Deutschland und Kanada auch nicht vergleichen, das ist eine andere Welt. Ja, also es ist so, dass was mir auf den Sack geht in Kanada ist manchmal so dieses, ich hatte es ja eben gesagt, es geht relaxter hierzu und alles mögliche. Kein Sprit mehr, mal gleich tanken hier. Ne? Ah ja, Punkte gesammelt. Also hier ist es, also ich will jetzt nicht sagen, hier ist es relaxter für alle, sondern der Kanadier hat so seinen eigenen Stress und der Deutsche hat auch seinen eigenen Stress. Nun, diese Stressarten sind total verschieden. So, und es ist halt so, heute wird das nix. Es ist halt so, dass, das wird das Video sprengen, was mir auf den Sack geht und was gut ist. In Deutschland geht mir auf den Sack, dass der Sprit so teuer ist. In Deutschland geht mir auf den Sack, dass jeder zeigen muss, dass er besser ist als der andere. Dass er schlauer ist. Das merkt man daran, wenn man zum Beispiel irgendwie sich mit jemandem unterhält oder einen Kommentar liest und der fühlt sich dann irgendwie so angegriffen und dann versucht er einen dann versucht er irgendwie schlauer zu sein. Ja. Und was mir in Kanada auf den Sack geht, also wie gesagt, das Relaxte ist manchmal ganz gut und manchmal fehlt mir dieses typisch deutsche On-Time, ne? Also ich rede nur von meinen Erfahrungen, wenn zum Beispiel jetzt ein Kanadier sagt, 5 Minuten bin ich da, dann sind das 10 Minuten oder 15 Minuten. Wenn ein Deutscher sagt, in 5 Minuten bin ich da, dann heißt das 2 Minuten. Ne? Das ja, geht mir das auf den Sack. Naja, kann man schlecht sagen. Man kann diese beiden Länder nicht miteinander vergleichen. Es ist auf jeden Fall, am Anfang also ich möchte auch nicht mehr irgendwo anders auswandern, weil es ist halt so, dass das sehr anstrengend ist, so eine Auswanderung. So eine Auswanderung, würde ich sagen, macht dich 5 Jahre älter. Ne? Also es ist stressig. Und es ist natürlich auch immer einfacher, in Deutschland zu bleiben und nach dem gleichen Schema zu leben. Aber das wollte ich halt nicht, ne? Man hat dieses eine Leben und am Ende möchte ich sagen, geile Zeit gewesen. Aber mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Weil, mehr kann ich nicht. Was vermisst du aus Deutschland? Was fehlt dir überhaupt nicht aus Deutschland? Ja, habe ich ja gerade gesagt, ne? So ist so gemixt, ne? So dieses Geradlinige, dieses deutsche, typische. Das fehlt mir manchmal, aber meistens nicht. Also es ist so, man vermisst es so manche Sachen und dann kriegt man davon wieder mit, irgendwie. Und dann denkt man sich, ach nee, ist doch nicht so schlimm. Ne? So, also, was will ich sagen? Zum Beispiel, wenn zum Beispiel diese deutsche Ruppigkeit, dieses deutsche geradeaus. Dann denke ich manchmal, oh, das vermisste. Und dann liest du irgendwelche Kommentare oder telefonierst irgendwie mit jemandem, der so halt ist gerade. Und dann denkst du dir, ist doch nicht so schlimm, dass du das nicht mehr hast. Akkuladen. So, gab es Momente, wo du bereut hast, nach Kanada gegangen zu sein? Nein, ich habe es nie bereut, nach Kanada gegangen zu sein. Das würde ich auch. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich möchte das so. So möchte ich mein Leben leben. Und so möchte ich auch ganz gerne mein restliches Leben leben. Ich meine, ich habe ja erst die Hälfte rum. Ich werde ja 105, ne? So. Ähm. Doch, einen Moment habe ich bereut. Einen Moment habe ich bereut. Letztes Jahr. Und zwar ist jetzt Ende August. Ist Ende August, ne?
ja, im Oktober letzten Jahres ist meine Oma gestorben und das habe ich bereut, dass ich sie nicht noch einmal in den Arm nehmen konnte. So und also es war so, ich habe Oma vor 4 Jahren das letzte Mal besucht und habe ihr gesagt, dass ich halt nach Kanada gehe. Oder das wusste sie ja schon. Und dann habe ich sie besucht und dann habe ich sie zum Abschied umarmt und dann hat sie geweint und ich habe auch geweint und dann hat sie gesagt, ich hoffe, ich kann dich noch einmal in meinem Leben sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und letztes Jahr habe ich zu ihr gesagt, letztes Jahr um die Zeit ungefähr habe ich gesagt, oder ja, letztes Jahr im Juli sowas, habe ich gesagt, nächstes Jahr komme ich dich besuchen. Und dann sagt sie, ja gut, alles klar. Ja, und dann ist sie 2 Monate später halt gestorben und das bereue ich. Das ist das Einzige, was ich bereue, dass ich halt Oma nicht mehr in den Arm nehmen konnte. Aber gut, das ist halt Lauf der Zeit. Ich vermisse sie und damit ist es auch okay. Ne? Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Also ich habe ja nicht so viel Freizeit, ne? Aber wenn ich Freizeit habe, dann ist es ein ganz großer Mix. Ich habe zurzeit kein Apartment, aber wenn ich ein Apartment habe und eine Küche habe, dann koche ich gerne. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es, einkaufen zu gehen, frische Lebensmittel zu kaufen und mir vorher im Kopf zu überlegen, wie ich das mache. Ich koche nicht nach Rezept, also selten, ganz selten. Und wenn ich koche, dann überlege ich mir das vorher, was ich essen will und dann, boah, darauf hast du Bock. Und dann liebe ich es auch, in den Supermarkt zu gehen oder auf dem Markt, da war ich, ja, hier gibt es einen Farmersmarkt, da war ich aber noch nicht. Also so, dann liebe ich es, einkaufen zu gehen und danach was Schönes daraus zu kochen. Das finde ich gut. Das kann ich momentan leider nicht so oft machen, weil ich ja keine Küche habe. Was liebe ich denn noch? Was mache ich denn noch in meiner Freizeit? Ja, YouTube mache ich so ein bisschen, ne? Ich versuche ein bisschen. Ich mache YouTube. Und mein noch? Ich laufe sehr gerne und sehr viel. Ich laufe sehr gerne an der Beach. Ich, aber das mache ich aus verschiedenen Gründen. Manchmal mache ich das, um mir selber zuzuhören. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Und manchmal mache ich es einfach, um einfach ähm, alleine zu sein. Weil es ist so, man als Empath fühlt man so viele Dinge jeden Tag von ganz vielen verschiedenen Menschen und dann ist man irgendwann müde und dann, wenn man dann laufen geht, dann ist man alleine und dann ist es so schön. Ja, dann treffe ich noch Freunde in der Freizeit. Ähm, Ich gehe auch gerne mal in 'n Pub. Was mache ich denn noch? Ja, das war's eigentlich, ne? Also, ich mache auch immer ganz spontane Dinge. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, das und das und das und das mache ich. Also, ich mache immer so das, was gerade so ansteht, ne? So, das mache ich. Ja, genau. Und, ansonsten, ja, das war's eigentlich. So, jetzt möchte ich ganz gerne zum Truck fahren und meine Wäsche wach machen und so. Es ist 10 Uhr morgens. Es ist 10 Uhr morgens. Ich werde jetzt im Truck, und übrigens, ich habe meine Klamotten im Truck vergessen. Das heißt, ich habe die Sachen vergessen, den Adapter für die SIM-Karte, damit ich das ins Verwaltungsprogramm, ins hier, ne, Videoprogramm einfügen kann. Und dementsprechend werde ich jetzt zum Truck fahren. Ich werde dann noch das restliche Video schneiden und dann würde ich dann das Video hochladen. Marco kann das dann übersetzen, wenn er Zeit hat. Finde ich übrigens ganz toll von Marco, dass er das macht. Und er ist auch mittlerweile richtig gut darin. Aber wenn ich den Titel sehe, er ist fast perfekt. Fast. Aber noch nicht ganz. Aber ich denke, dass ein Kanadier oder ein englischsprachiger Mensch das verstehen kann, was ich da meine. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, abonnieren, liken, kommentieren. Und Facebook habe ich eine ganz tolle Gruppe, Kanada Trucker Philipp. Bis bald, tschüss!